Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tommy ist mit am Start. Nächste Runde Dragon Quest 11. So, wir sind hier in der Unterstadt. Ich habe noch draußen ein bisschen gelevelt, ein paar Items eingesammelt. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der Unterstadt weiter. Okay, also genau in die Mitte müssen wir. Da steht es ja auch Müllhaufen. Wir können Waffen kaufen und ich sollte mir so langsam auch mal ausdenken, welche Waffen ich denn von den Leuten haben will. So, hier können wir speichern, das machen wir auch mal. Ja, über dem hier natürlich. Und zwar geht es darum, ich habe nochmal geschaut, bei den Attributen kann man ja alles sehen, was auch geheim ist an Charakterbaukasten. Und wenn man dann hier reinklickt, geht es ja los. Und dann stellt man heraus, dass man hier immer alles ums Feld rum freigeschaltet haben muss, damit das in der Mitte aufgeploppt wird, wenn ich das richtig verstehe. Und gerade bei Erik wird es dann interessant, denn er hat ja Messer und hier unten ist, glaube ich, schon Beidhändigkeit. Das will ich auf jeden Fall als erstes haben. Somit würde ich fast ihn für Messer benutzen, weil gerade die Messer auch richtig stark sind. Und was ist noch gut? Ja, man könnte auch auf Schwerter gehen. Wahrscheinlich ist hier dann Beidhändigkeit von Schwertern. Oder da unten, keine Ahnung. Wie sagen wir Messer mehr zu, vor allen Dingen, weil die auch so Statuseffekte hervorrufen. Was? Da, wie Panzern zum Beispiel. Würde ich sagen, fangen wir jetzt so langsam mal an. Das ist Boomerang. Okay, dann nehmen wir hier Messer. Ah, guck da. Das ist angebrochen jetzt. Ah, okay. So, Schlummerstoß. Ich möchte als erstes hier hin. Ja, guck hier. Das ist zum Beispiel schon eine super Kombo. Und knackt erst das hier, dass man Gegner einschlafen lassen kann und dann macht man den 6-fachen Schaden. Das ist schon mal eine geile Kombo. Und das wollen wir schon, ja komm, straight runter, würde ich sagen. Straight runter hier zur Beidhändigkeit. Na, und mehr Punkte haben wir nicht. Dann gehen wir jetzt auf Tommy und ich würde da tatsächlich auf die Bihänder gehen. Frage ist, was nehmen wir hier? Angriff mit Bihändern? Oder ob wir erstmal hier in die Fähigkeiten des Lichtbringers gehen. Achso, Kleptomanie wäre natürlich auch gut gewesen hier beim Erik. Wir nehmen erstmal hier Bihänderblock. Ja. Was ist das hier? Chance auf kritische Treffer. Genereller Damage. Muss warten, also wie teuer waren kritische Treffer? Waren 6, okay. Oh, nein. Ach nein, hör doch auf. Können wir hier noch? Nee. Nee, gut. Also wenn man eh immer 4 haben muss, um die freizuschalten. Ich dachte, man kann die einfach so anknuspern, aber das geht halt gar nicht. Egal. So, jetzt schnell Ausrüstung. Erik, kein Soldatenschwert, sondern die Dolche. Denn dadurch kriegst du halt 5 mehr Damage. Und doppelt klingt schon gut. Jetzt sortieren wir noch kurz die Gegenstände, damit der innere Monk ruhig ist. Und dann haben wir es. So, auf zum Müllhaufen. Was hast du denn hier noch so? Bronzemesser. Das wäre halt auch nicht so viel mehr Damage. Ich weiß jetzt nicht, wie krass das ist. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Weil ich bisher ja schon einmal echt daneben gekauft habe. Ist auch gar nicht so hässlich hier. Ist doch schön, wo ihr wohnt.
Oder Kisten zum Zerschmeißen. Ein Haufen Pferdemist. Also, was verkaufst du denn? Du bist, glaube ich, krank. Nimm mal hier ein Heilkraut. Der lagert hier Fässer. Da ist der Müllhaufen. This is the spot. Keep a lookout, okay? I'm going to grab the loot. Now, it was around here somewhere. It's definitely here. I'm 1000% sure. It's not here. Das war klar. You gotta be kidding me. Me and Dirk were the only ones who knew where it was. Wait a minute. That rat! He must have done the dirty on me and taken it for himself. Damn it! I should have known! A thieving little... Wait till I get my hands on it. I'm gonna find him. And you're gonna help me. Jawohl, Vegetto. Okay. The inn we used to crash at is just over there. Come on. It's the only one with an upstairs. You can't miss it. Oh, ich weiß nicht, ob ich das finde. Rüstung. Ach, kurze Hose, was war das denn? Hallo, das trägt er doch. Wenn es ausgerüstet ist, kann man es nicht verkaufen. Das reicht mir. Kisten. Aha, als hätte sich's nicht gelohnt. Da ist die Herberge, da ist zu. Was ist denn sonst noch hier so auf der Karte? Da ist zu, da steht eine Guard vor. Hier kann man hoch. Ist doch bestimmt was Geiles oben. Nö. Doch, hier kann man rüberlaufen. Ah, blöde Oma. Der macht da auch zu. Alles klar, dann gehen wir doch in die Herberge. This old place hasn't changed a bit. Back in our thieving days, Dirk and me used to lay low here whenever things got hairy. Ruby? Ruby, you there? It's me, Eric. There's something I need to ask you. Ruby runs the place. Looks like she's not around, but if anyone knows where Dirk is, it's her.
which means we'll have to go find her. So here's the plan. There's a tower they use to look out for fires. You're going to climb up there and keep an eye out for Ruby. I'll check a couple of other spots. Don't worry, you can't miss her. She's the only redhead in town. Ja, alles klar. Das klingt jetzt ja nicht so schwer. Gucken wir mal, was hier noch so gibt. Da, Töpfe. Okay, cool. Und da vorne ist jemand, der mir sagt, wo es lang geht. Ja, okay. Get out of here! Go on! Weg Zoll wird akzeptiert. Good dog. Good doggy. Stay. Da ist sie ja. Schon wieder da. Can't find Ruby anywhere. How about you? Any luck? You saw her heading back to the inn? Great! Let's head over there and find out what she knows. Ach, jetzt ist die Wache schon wieder da. So was Ärgerliches. Well, if it isn't my favorite landlady. Welcome to our humble... Strike a light! If it ain't me favourite little tea leaf! Last I heard, they'd locked you up and thrown away the key. Hang about. You've gone and escaped, ain't ya? You and your friend here are the fugitives everyone's talking about. Well, I know not to stick me big nose in where it ain't wanted. You always did like to sail close to the wind. Don't worry, I won't be here long. I just need to know where Dirk is. Have you seen him? Dirk, eh? Now there's a name I ain't heard in a while. Didn't he open some fancy shop up by the castle? Yeah, that was it. Raking in the cash he is. That can't be right. The rent up there is crazy. Where would he find the money? Wait a second. He sold it, didn't he? The rat sold the damned orb. Look, in this part of town you don't go asking too many questions, you know that. If you want more, you'll have to get it from the horse's mouth. You're right. Thanks, Ruby. I appreciate it. We'll get out of your hair. So, was machen wir jetzt? That no-good traitor? I'll bet he sold me out and sold the orb. And also he could move up in the world. Well, I'll...
but we'll need to get past that sentry if we're gonna head uptown and find him. Wait, isn't he... Yeah. I remember hearing that one of the guards is terrified of dogs. I think it was him. Maybe we can borrow one of somebody. So, jetzt die Frage, nochmal los und doch Waffen kaufen. Wie viel Geld haben wir? Ah. Ja komm, scheiß drauf, wir kaufen uns jetzt mal eben jeder so ein Bronzeschwert. Was ist denn hier? War ich noch gar nicht. Da ist eine Kiste, jawohl. Was ist da drin? Ach so, da ist auch so ein süßer Geist wieder, der mir sagt, wo ein Goodie ist. Psst. Dann ist hier bestimmt auch noch ein Goodie versteckt. Keine Ahnung, was das alles ist, aber haben ist besser als brauchen. Ah, da unten ist was. Habe ich eine Kiste gesehen? Ist das die andere Seite vom... Nee. Auch nicht. Aber wie komme ich jetzt... Einfach runterfallen lassen, oder? Okay, was auch immer das war. Toll, und jetzt das Ganze nochmal. Wo ging's hoch? So, erstmal hier, du. Kupferbierhändler bitte. Kannst du das hier verkaufen? Nein. Das Dolch kann man auch nicht verkaufen. Gut. Aber das Soldatenschwert kann weg. Gut, wir waren... Das war der hier, ne? Verdammt, nicht, dass ich jetzt das Falsche nehme. Ja, ich weiß, dauert eigentlich nur eben den Hund ausleihen und dann hochzukommen, aber das hier ist jetzt gerade... Da sind Schätze versteckt. Die will man doch direkt haben. Scheint zumindest das Richtige mir geholt zu haben. Ich mag solche Rätsel eigentlich. So. Ist nicht zu schwer, auch nicht, aber man muss aufpassen. Es ist keine maximale Geschicklichkeit irgendwie. Muss nicht Sprung, Dash, Sprung oder so ein Kram machen. Sondern einfach nur vernünftig durch die Weltgeschichte laufen. So. Das da unten
War komplett fair versteckt. Okay, ihm soll ich einen Feuerstein geben und wahrscheinlich ist hier genau einer drin. Ja, war klar. Aber ich hätte ja auch genug gehabt. Geil, und jetzt habe ich... jetzt habe ich gar keinen Hund geholt, sondern einfach nur... sondern einfach eine andere Abkürzung da rein. Das ist ja nice. Ja komm, ist doch geil. So können wir uns das Ganze sparen, oder? Mal gucken, wo wir rauskommen überhaupt. Aber das eine Haus, was zu war, da wohnt er bestimmt drinne. Mit der Nachricht an der Tür. Da, guck, ist tatsächlich Dietrichs Laden, war richtig. Genau, und da unten wäre dann der andere Ausgang gewesen. Nice. Und hier war ich schon überall drin. Das habe ich vor der Audienz beim König gemacht. Ach so. So, hier rein und dann hinten hoch. Das sind meine Privatgegenstände, mir doch egal. Ich gucke in deinen Schrank. Ach so, ja genau, das wird der hier. Hüpf, 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 hüpf. Upsala. Jetzt haben wir ein paar Netzstrümpfe von der Oma geklaut. Das ist hier der Gang, den ich vor 2 Folgen ja wie blöd gelaufen bin. Was ist denn hier? Oh, sorry. Gegenstände, Netzstrümpfe. Sind die schon hier? Es ist vor allem mit dem Sparkling da dran, das ist schon irgendwie witzig. Egal, das geht darüber. So, die Minimap, die muss ich sagen, die ist wirklich gut. So, das ist die Haupteingangstür. Ist hier noch irgendwie an der Seite was? Ne, kann man nicht lang. Kann ich hier lang? Ne, dann mit Haupteingangstür probieren. Wow, nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wares. That's good, because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Eric!
Long time no see, old pal. Eric! My brother, my compadre, my partner in crime! It's really you, large as life and fighting fit. I'm so happy to see you. You have no shame, huh? Get your backstabbing hands off of me! Ugh. You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I never! I promise you, I never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah. And how does that work, exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help me? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. I got the gift, even if I do say so myself. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realised I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here, and poured all my profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you, partner. That's the spirit. Eric, old pal, it's so good to have you back. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Right this way, gentlemen. So, wo geht's lang? Ach so. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? So, Dietrichs Laden verlassen. Jetzt mal gucken, was er hier so hat. Vielleicht hat er ja noch ein paar Goodies für mich. Ein paar Schränke zum Reingucken. Scheint nicht so. Doch, da hinten. Haha, Krüge zum Zerscheppern. Wofür auch immer das ist. Gibt sowas wie Plunder, dass man den einfach nur, der nur dafür da ist, um ihn zu verkaufen? Nicht plaudern, Plunder. So, tatsächlich gibt es sowas. Das ist schon mal gut, dass man was hat, was man verkaufen kann. Dann hau mal raus. So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ears to the ground about where it ended up. I knew it was important to you, see? Well, a little bird tells me that Hendrik and his men took it to the King's Barrow, and it's been under lock and key there ever since. The King's Barrow, huh? Mm-hmm. That's southeast of town.
Same direction as cobblestone. Which means we can kill 2 birds with 1 stone. You coming, Dirk? A little adventure for old time's sake? Sorry, no can do. I got a shop to run and I'm a married man these days. Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk, and thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrik's men are too uptight to take bribes. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the King's Barrow from the other side. We can drop into cobblestone on the way. Okay, let's head back downtown. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. There's plenty go in there and never come out. It'll take more than a few kid stories to scare us off. Besides, it's the only way to get there. So, dann wieder zurück in die Unterstadt über unsere Abkürzung. So, hier ist noch offen. Gehen die davon aus, dass wir es gemacht haben? Naja. Oder wir pieken ihm gleich in den Rücken. Okay. Alles klar. Falls man den anderen Weg geht. Ja, dann, zu den Hügeln. Ah, cool. Müssen wir uns ausruhen? Nee, wir sind gut aufgestellt. Und dann da, wo ich zuerst durch wollte. Und jetzt verfolgen wir uns, oder was? Any sign of them? No, nothing. Let's search the town again. Look at all those lights. They're pretty keen to find us, huh? We'd better steer clear of Heliodor until the heat dies down. All right, through the Mangle Grove and onto cobblestone. Let's do this. So, kurz auf die Karte geguckt. Ja, richtiger Weg. Okay, jetzt nicht nochmal extra speichern. Speichert häufig genug. Da vorne glitzert's. Da war ich anscheinend noch nicht. Jo. Er hat mir in die Hacke gebissen. Taktiken, keine MP verwenden, bestätigen, kämpfen.
else wants some? Ah, und der verkauft uns wieder was. Sehr schön. Ach, und er hätte uns hier ohnehin auch die Sachen verkauft. Ich glaube, das ist der gleiche Preis. Okay, gut. Wissen wir das. Wir haben doch hier diese komischen... Ja, man merkt es ja am Preis. Die sind einfach nur zum Verkaufen da, wo ich was Ähnliches. Info. Das Kleinod muss ja für was gut sein. Ist wahrscheinlich eigentlich auch nur zum Verkaufen. Alles klar. Komm, weiter. Ich habe keine Zeit. Guck mal hier, diese Gasdinger. Okay, hier kann man nicht lang. So packt er das Schwert jetzt direkt Easy. weg. Das sieht komisch aus. Er trägt es nicht mal auf dem Rücken. Oha, der nächste Gegner, der kriegt die volle Dröhnung. Another one bites the dust. Gut, das ist relevant. Die sind auch nicht so schwer alle. Ne, ich sehe auch kein Goodie oder so mehr. Karte. Das sieht so ähnlich aus wie das, was wir im ersten Gebiet hatten. Dann bin ich einfach nur verwirrt. Egal. Who else wants some? Was ist hier denn? Muss doch irgendein dickes Goodie sein, da. Jo, 100 Geld. In the Tash. Ey, hüpf darüber. Jawohl. Da hinten leuchtet's. Ach so, gemein sind die Gegner jetzt aber nicht.
Lass mich in Ruhe. Da war ein kleiner Geist. Was ist er denn? Eine Knutschnecke. Das will ich jetzt nochmal testen. Ich würde jetzt das Schwert packen, ob das auf dem Rücken auch verschwindet. Ja, verschwindet auch dann nicht das am Outfit. Im anderen Outfit konnte man das Schwert auf dem Rücken sehen. So, da ist was. Ruhe. Das ist doch schon mal eine Kiste, das ist ja super. Was soll das denn? Hier ist... Das ist gewonnen. Wieso ist die Schatztruhe hier denn leer? Oh, der ist ja dick. Das wäre dann auf der anderen Seite gewesen. Ja. Ah, das ist wahrscheinlich dann ein stärkeres Gebiet. Look at that! A campsite! And just when we needed one. Still a fair way to cobblestone. Let's rest up for the night. Gut, dass ich es mir nicht mal aussuchen kann. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yep, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the fun-size forge. Pop a few raw materials on top, bash them with the porta pounder, and bop's your uncle. Nope. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Ah, cool. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. Göttlichen Dolch. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties.
Ah, okay. Das ist quasi upgraden. Genau, der... Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Und ich habe ihm einen Dolch gekauft, weißt du? Ah, okay, und der geht direkt gegen Untote. Ja, nice. Ja, aber wann muss ich denn da drücken? Oh Gott, nein, bitte. Ach, nicht mit Minigame. Haben wir es jetzt geschafft, oder? Ich... ja, ich versuche das untere nochmal. Das obere. Ist wahrscheinlich jetzt... Hat bestimmt nicht geklappt. Weil ich drüber gekommen bin, alles klar. Gut, dann nochmal. Ah. Jetzt nochmal den goldenen Dolch. Zumindest habe ich ja noch dieses Wasser. Habe ich auch nichts für bezahlt, habe ich irgendwo gefunden. Ah, guck, das muss genau in der Mitte, oder was? Ja. Was ist... Ah, beim Begutachten steht's dabei. Alles klar, danke. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob dem abwechselnd oder Zufall, keine Ahnung. Göttlicher Dolch +3. Ah, und das... Ich hab's verstanden. Gut. 2 Perfektionsperlen. Damit könnte ich jetzt irgendwas umarbeiten. Was kann ich noch was schmieden hier? Hüte. Ah, aber mein Bandana hätte ich, alles klar. Was noch? Kleidung? Ja. Also ich könnte die aufwerten und dann hätte ich... hätte ich natürlich direkt die beste Rüstung. Die Dragon Quest Gimmick Rüstung. So, kurz mal Gegenstände. Ne, nicht Gegenstände, Ausrüstung. Erik. Okay. Was ist der Dreier? Nice. Ja, jetzt wissen wir das. Also, egal wie schmieden, ist schon mal gut, aber kannst auf +3 upgraden, das ist schon mal nice. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben den Speicherpunkt, wir haben eine Hütte und einen Hund. Ja, genau, und das sind die Materialien für den göttlichen Dolch. Hahaha. Hier ist jetzt noch ein Rezept oder so. Pass auf. Ja.
Ach ja, war vorhersehbar. Aber besser so, als wäre noch am Ende ganz verkackt. Gut. So, der Hund sagt mir jetzt, da darfst du nicht lang, oder was sagt mir die Bohnenranke? Oh, Zeit ist abgelaufen. Chop, chop, chop. Chop around the clock. 1, 2, 3, look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? Ach, I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. Ta-da! You called? Tricky devil at your service. I went to a lot of trouble to smash at this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. ach, er ist ein Hund geworden. Now that's what I call tricky. 1 minute you're a silly old woodcutter, the next minute you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Bye, doggy. Stay. Ach, die Kiste. Die hat er geklaut. An empty treasure chest. I think I've just hit upon my most devilish trick yet. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Okay, dann wissen wir Bescheid. Dann machen wir hier eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Freue ich mich immer sehr drüber. Willst du Tipps geben? Möchtest du Tipps haben? Gerne auf meinen Discord kommen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Hau rein und tschö tschö.